Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 34 Manipulative. Seine Sicht. Trafalgar liegt seit 2,5 Stunden ruhelos in seinem Bett. Er versucht seit geraumer Zeit zu lesen, zu arbeiten oder irgendetwas anderes Sinnvolles mit seiner Zeit anzufangen, doch kann er sich einfach nicht konzentrieren. Der Gedanke, dass sie jede Sekunde anrufen könnte, macht ihn innerlich total aufgeregt, während er äußerlich die Ruhe selbst zu sein scheint. Sie wollte bereits vor einer halben Stunde anrufen. Hat sie es vergessen oder ist ihr etwas Schlimmes passiert? Grübelnd beugt er sich erneut über die Teleschnecke und mustert sie, als hätte sie die Antworten parat. Kapitän! Ertönt Pinguins Stimme dumpf durch die Tür. Wir haben die zweite Insel erreicht. Wir müssen sie bald einholen. Außerdem habe ich etwas für dich. Ruft er freudig durch die Tür. Gerade als der Kapitän sich der Tür zuwendet und antworten will, klingelt die Schnecke. Bölle, 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 Bölle. Zeig's mir später, antwortet er kühl und nimmt dann eilig ab. Gotcha. Ich bin's, kannst du reden? Erklingt die gehetzte Stimme der Kleinen. Doch bevor Law auch nur ansatzweise zum Klopfen kommen kann, spricht sie weiter. Ich musste alleine weiter, damit ich die Chance nicht verpasse. Es kann sein, dass ich eine Ausnahme machen muss, aber wenn ich mich nach spätestens 3 Tagen nicht melde, ist etwas passiert. Wenn du mich finden musst, fange bei Ace an. Er ist der Letzte, der mich gesehen hat. Und wenn du mich findest, egal was ich sage, beding mich von ihm weg. Bye, ich liebe dich. Er rattert sie aufgeregt runter und legt auf. Perplex legt auch Law den Hörer zurück. Er beschließt, die Information der Reihe nach durchzugehen. Sie ist ab jetzt alleine unterwegs. Ich weiß nicht, was ich besser finden soll. Dass sie mit einem Mann unterwegs ist, der sie jedoch beschützt, oder dass sie alleine auf sich gestellt herumsegelt. Sie kann sich eventuell länger nicht melden. Heißt das, dass sie etwas vorhat, wo sie nicht telefonieren kann, weil es zu gefährlich ist? Wenn sie mir extra nochmal sagt, wie ich sie finde, muss es das doch sein, oder? Wie? Mit diesem Ace? Etwa Feuerfaust-Ace? Blödsinn, woher soll sie den denn kennen? Egal, was ich sage, bring mich von ihm weg. Wen meint sie? Hat sie deshalb extra nochmal gesagt, wie ich sie finde? Ist der Typ gefährlich, zu dem sie geht? Ich liebe dich. Er schüttelt ertappt den Kopf und versucht sich erneut auf ihre anderen Aussagen zu konzentrieren. Egal wie sehr er es versucht, er kann nicht aufhören, an ihre letzten Worte zu denken, selbst wenn sie nicht an ihn gerichtet waren. Allein bei dem Gedanken hat er Probleme, seine Fassung nicht zu verlieren und über das Wichtigere nachzudenken. Nämlich was los ist, wie er sie findet und wo sie sein könnte. Sofort schlägt sein Herz doppelt so schnell, seine Nervosität steigt und er spürt eine leichte Wärme in seinen Wangen aufsteigen. Oh Mann, was ist los mit mir? Konzentrier dich, du musst sie finden. Kapitän? Erklingt erneut die Stimme seines Crewmitglieds. Mit gemischten Gefühlen reißt er die Tür auf und sieht Pinguin mit einem finsteren Blick an. Dieser überreicht ihm sofort die Zeitung mit den neuen Steckbriefen und verschwindet dann eingeschüchtert, ohne ein weiteres Wort von sich zu geben. Genervt und verwirrt schließt Law die Tür, setzt sich an seinen Schreibtisch und entrollt die Zeitung. Er blättert sie kurz durch, bleibt jedoch an einer Seite hängen, in der ein Steckbrief gelegt wurde. Dead or Alive. Sadhana D. Puma, die Donnergöttin. 100 Millionen Barry. Ungläubig starrt er das Bild an. Das ist Sakuda, aber... Auf dem Bild ist ein Mädchen abgebildet mit langen rotbraunen Haaren, dunkelblauen Augen, einer seltsamen Mütze auf dem Kopf und einem mit Blitzen übersäten Schwert in der Hand. Das Foto wurde höchstwahrscheinlich mitten im Kampf aufgenommen, sodass sie stärker und bedrohlicher aussieht, als sie eigentlich ist. Das ist sie, aber wieso hat sie ihren Namen geändert und vor allem, wieso heißt sie wie Puma die Ace und was hat sie getan, dass sie gleich 100 Millionen Barry Kopfgeld kassiert? Ich will von ihr selbst hören, was da läuft. Auf die Zeitung kann man sich nicht verlassen. Wo ist dieser Puma, die Ace? Ach, so viele Fragen. Erschöpft schmeißt er sich zurück in den Stuhl und vergräbt sein Gesicht in den Händen. Es sind zu viele Informationen auf einmal. Ihre Sicht. In Blitzgestalt sause ich an den Männern vorbei unter Deck, direkt zu der Tür einer Lobby. Ich stecke meine Mütze in die Tasche, will ich nicht, dass er denkt, ich würde ihn vermissen. In meiner Zeit hat er sich oft hier vergnügt. Ob er mich wiedererkennt? Deutlich klopfe ich an die Tür und trete, ohne auf eine Antwort zu warten, ein. Tatsächlich, er ist hier. Geschockt, dass er tatsächlich hier auf diesem Sofa sitzt, weiten sich meine Augen. Meine Atmung wird schneller und mein Herz poltert verdächtig stark gegen meinen Brustkorb.
Ich habe damit gerechnet, dass sich mein Magen zusammenziehen, ich mich übergeben oder meine Gedanken rasen würden. Doch im Gegenteil. Mein Kopf ist wie leergefegt und meine Gefühle das reinste Chaos. Mein trügerisches Herz lässt mich denken, dass die Aufregung eventuell nicht durch Angst ausgelöst wird, sondern durch Freude. Ich schüttle stumm meinen Kopf und starre zu dem gefiederten, blonden Mann, welcher, wie auch sonst, mit einem breiten Grinsen seine Aufmerksamkeit auf mich lenkt. Ich sammle meinen ganzen Mut zusammen und trete vor ihn in die Raummitte. Was will denn die Kleine hier? Boss, das ist Serana die Puma, lispelt eine nervige Männerstimme leiser. Das Grinsen in seinem Gesicht verschwindet für einen Bruchteil einer Sekunde, als er die Zeitung entgegennimmt, bevor er alle bis auf mich rausschickt. Unsicher verlagere ich mein Gewicht, während ich zwanghaft versuche, nicht weitere nervöse Ticks zu haben. Hat er mich nun erkannt oder nicht? Warte, er soll mich nicht erkennen. Dann bin ich verloren. Verwirrt und verunsichert lasse ich meinen Blick im Raum schweifen. Ich hatte gehofft, angeekelt, wütend oder hasserfüllt zu sein, doch ich fühle zurzeit nichts als Nervosität und Bedenken. Wieso handle ich ständig, ohne darüber nachzudenken? Es verwirrt mich, dass ich keine negativen Gefühle verspüre, wenn ich vor ihm stehe, Angesicht zu Angesicht, obwohl ich ihn, seit wir verschiedene Wege gegangen waren, verflucht, gefürchtet und gehasst habe. Vor heute habe ich noch nichts von dir gehört. Wieso bist du hier? Beginnt er das Gespräch ruhig und lehnt sich entspannt zurück. Ich hatte zwar gehofft, dass er mich nicht wiedererkennt, aber es verletzt mich, dass er es wirklich nicht tut. »Du erkennst mich nicht?« entgegne ich gekränkt, bevor ich mir fluchend auf die Zunge beiße. Mist, ich will doch gar nicht, dass er sich erinnert. Oder doch? Ja, ich will wissen, warum. Erneut mustert er mich eindringlich, was mir etwas unangenehm ist, antwortet aber nicht, sondern fordert mich auf, mit ihm zu trinken. Etwas in mir will ihm gehorchen, aber ich weiß, dass es nicht gut enden wird. Ich weigere mich und bleibe schweigend an Ort und Stelle. Erneut verschwindet sein Lächeln, weswegen ich mich ängstlich versteife. Er kann es nicht leiden, wenn man sich ihm widersetzt. Sein Grinsen kehrt beunruhigend schnell zurück. Es wirkt finster, beängstigend und siegessicher zugleich. Mit wenigen Handbewegungen hat er mich in seinen Fäden gefangen und zwingt mich vor ihn auf ein kleines Sofa zu setzen. Mich gedanklich selbst verfluchend, starre ich auf die Tischplatte vor mir. Still füllt er 2 Gläser mit Eiswürfeln und Whisky auf und stellt eines vor mich. »Trink«, befiehlt er mir mit kühler Stimme, und erneut möchte ich mich ihm unterwerfen. Ich beiße mir verwirrt auf die Unterlippe und denke verzweifelt nach. Wieso habe ich immer noch das Verlangen, ihm gehorsam zu sein? Hat er irgendwas mit mir gemacht? Bevor ich ihn gesehen hatte, wusste ich noch etwas, was mir jetzt nicht mehr einfallen will. Ich glaube, es war wichtig. Er scheint zu bemerken, dass ich einen inneren Kampf ausfechte und setzt sein übliches Grinsen auf. Dieses Lächeln. Staunend sehe ich ihn, versucht unauffällig an. Zögerlich ergreife ich das Glas und blicke zu dem blonden Mann auf. Nur weil ich einmal mache, was er sagt, heißt das nicht, dass ich den gleichen Fehler erneut begehe, versichere ich mir gedanklich. Ich halte ihm mein Glas entgegen, weswegen er breit grinst und mit mir anstößt. Bevor ich das Getränk in einem Zug runterkippen kann, klopfe ich auf den Tisch. Ich halte erschrocken inne und starre auf meine Hand, mit der ich gerade geklopft habe. Unauffällig sehe ich zu Doffy. Kurz erkenne ich eine Veränderung in seiner Mimik. Er hat einen Verdacht, wer ich bin. Scheiße. Soll ich ihm bestätigen, wer ich bin? Oder nicht? Unsicher kippe ich das Getränk in einem runter. Schenkst du nach? Ich stehe mit zittrigen Beinen auf, um an die Flasche zu kommen, und beginne sie zu senken. Suki? Bei dem Namen verharre ich in meiner Bewegung und starre wie versteinert auf das Glas. Das war sein persönlicher Name für mich. Er bedeutet Geliebte. Er hat mich also nicht vergessen. Erleichtert beginne ich zu lächeln und gieße dabei die Flüssigkeit in die beiden Gläser. Durch meine offensichtliche Reaktion weiß er, dass er recht hat. Deswegen macht es keinen Unterschied, wenn ich ihm jetzt bestätige, wer ich bin. Ja, antworte ich möglichst gleichgültig. Du hast überlebt. Wieso bist du hier, Suki? Lacht er und nimmt sein Glas in die Hand. Er weiß, dass ich trinkfest bin.
Er hat ebenfalls Eiswürfel im Glas, also ist da auch nichts drin. Auch wenn er mein Glas nicht mehr berührt hat, weiß er jetzt, wer ich bin. Sicherheitshalber streiche ich mit einem Finger einmal den Glasrand entlang, bevor ich erneut mit ihm anstoße, klopfe und trinke. Ich will wissen, wieso, antworte ich kühl und setze das Glas ab. Erinnerst du dich an deinen ersten Tag? Stellt ihr mir die Gegenfrage. Er will die Spielrichtung bestimmen und erst reden, wenn er es will. Was auch sonst. Gut, dann spiele ich erstmal mit. Das heißt ja nichts. Ich sehe leicht verunsichert zu ihm auf, weiß ich nicht, welche Antwort er hören möchte. Ja. Ich bin mittlerweile 10 Jahre alt und zum ersten Mal seit 3 Jahren werde ich Licht sehen und verlasse diese ekelhafte Zelle. Ich bin die Einzige, die die Jahre über behalten wurde und nur gefoltert wurde. Wirklich alle sind verkauft, getötet oder ausgetauscht worden, außer ich. Weil ich Teufelskraftnutzer bin? Weil sie angeblich bereits einen Käufer haben? Mir wurden die Augen verbunden und ich werde zur Sicherheit mit Ketten an den Gelenken gefesselt. Blind werde ich durch die Gegend geführt. Mein Bein schmerzt wie die Hölle und ich habe das Gefühl, den Fremdkörper deutlich zu spüren, wie er bei jeder Bewegung an meinem Knochen nagt. Plötzlich höre ich Schreie und meine Ketten werden herumgerissen, bis sie einfach losgelassen werden. Erst erschrecke ich und weiche so weit zurück, bis ich eine kühle Wand in meinem Rücken spürte, dann jedoch durchflutet mich Hoffnung. In all den Jahren bin ich nicht eingeknickt und habe meinen Zellennachbarn Mut zugesprochen und Freude bereitet. Ich bin stark geblieben, für Aiko und Cho. Sie haben es der Marina erzählt und heute ist der Tag, wo sie kommen und mich befreien. Plötzlich spürte ich einen unerträglichen Schmerz in meinem linken Bein und ich breche schreiend zusammen. Doch so schnell es gekommen ist es wieder vorbei, was seltsam ist, da es normalerweise 10 Minuten andauert. Etwas ist seltsam. Ruhig konzentriere ich mich auf meine Umgebung und spüre eine starke Ader gleich vor mir. Erschrocken hebe ich meinen Kopf und presse mich weiter gegen die Wand hinter mir. Vorsichtig, fast liebevoll, wird mir die Augenbinde abgenommen und ein grelles Licht brennt sich in meine Augen, wodurch ich mehrere Minuten lang nichts sehen kann. Ich erkenne verschwommen eine riesige Silhouette. Langsam erkenne ich meinen Retter vor mir. Ein riesiger Mann mit einer Sonnenbrille, blonden Haaren und einem pinken Federmantel. Staunend starre ich auf dieses breite Grinsen. Schnell hat er mir mit der bloßen Hand die Ketten durchtrennt. Der Mann entfernt sich wieder von mir und kaum ist er aus der Tür raus, durchfährt mich erneut der Schmerz im Bein. Was ist hier los? Was ist das? Warte! Schreie ich so laut ich kann. Erneut vernehme ich diese eigenartige Lache und der Mann kommt zurück. Wieder sind die Schmerzen verschwunden. Verwirrt sehe ich von meinem Bein zu dem Mann hoch. Wer bist du? Don Quixote de Flamingo. Und du, Kleine? Ich erzähle ihm, dass ich mich nicht an meinen Namen erinnerte, aber dass er irgendwas mit S war. Du bist Pirat, frage ich weiter, bevor er lachend nickt. Erneut will er gehen. Kann ich mit dir kommen? Sir? Rufe ich ihm verzweifelt nach und gehe einen Schritt auf ihn zu. Wie wäre es mit einem Deal? Du tust, was ich dir sage. Dafür bekommst du alles, was du willst. Schlägt er mir vor. Also eine Sklavin sein, der es an nichts fehlt, dafür aber auch keine Schmerzen mehr? Etwas verunsichert, was ich für ihn machen muss, zögere ich. Doch als er sich seufzend umdrehen möchte, siegt die Angst vor den Schmerzen haushoch. Einverstanden, halte ich ihm meine Hand hin. Lachend schlägt auch er ein. Wiederhole ich das erste Treffen und trinke erneut. Du erzählst es, als wäre es erst gestern gewesen, merkt er schäm mich grinsend an. Augenblicklich laufe ich rot an und sehe ertappt auf mein Getränk. Ich habe ihm bestätigt, dass ich ihn nicht vergessen konnte. Mist, ist das peinlich. Über meine Reaktion muss er erneut lachen, bevor er mich mit einem undefinierbaren Blick mustert. Ich erwidere seinen Blick, versuche mir nichts anmerken zu lassen. Er sitzt dort wie immer, als wäre das alles nie passiert. Ich komme in Versuchung. Schmachtend beiße ich mir auf die Lippe, bevor ich durch sein wissendes Grinsen in die Realität gerissen werde und ich beschämt zur Seite sehe.
Sag, was du möchtest, Suki. Ertappt laufe ich erneut rot an und trinke mein Glas auf Ex. Nach so langer Zeit ist es mir doch peinlich. Früher war es selbstverständlich, ihn zu fragen, aber jetzt? Ich schüttle meinen hochroten Kopf und kralle meine Finger in den Stoff meiner Hose. Mir fällt nicht auf, dass ich eigentlich wegen etwas anderem hier bin, und vergessen, weswegen ich ihn überhaupt erst gefürchtet habe, habe ich sowieso schon. Sind wir in den Jahren gehemmt geworden? Genau ins Schwarze. Er kennt mich immer noch in- und auswendig. Er weiß genau, wie ich ticke und denke. Durch meine Reaktion verraten brauche ich nicht zu antworten, doch darin liegt der Reiz für ihn. Leute zu etwas bringen, was ihnen unangenehm ist und sie nicht tun wollen. Er will es von mir hören. Nervös und peinlich berührt, stehe ich zögerlich auf. Ich sehe schmachtend zu ihm auf, meine Wangen glühen, mein Herzschlag hat sich verdoppelt und meine Gefühle spielen verdrückt. Verträumt betrachte ich sein übliches Lächeln, das mir beinahe den Halt nimmt und meine Beine einknicken lässt. Darf ich, Meister? Zwinge ich mich, das auszusprechen, was ich sowieso möchte. Ja, ich will dieses Gefühl noch ein letztes Mal erleben. Aber wieso habe ich ihn wieder Meister genannt? Erneut lacht er mit seiner unverkennbaren Lache. Mit einer einladenden Handbewegung erteilt er mir die Erlaubnis. Sichtlich aufgeregt trete ich an ihn dann und verbeuge mich. Als würde ich nicht mehr wiegen als ein Hamster, hebt er mich hoch und setzt mich seitlich auf seinen Schoß. Sofort schlägt mein Herz schneller und alles ist wie vergessen. Entspannt lehnt er sich zurück, während ich mich unsicher und steif gegen seine muskulöse Brust lehne. Ich habe es vermisst, Dorfi. Ich habe dich vermisst. Was ist los mit mir? Kaum habe ich ihn gesehen, fühle ich mich so seltsam. Nun ungehemmt schlinge ich meine Arme um ihn und schmiege mich weiter an ihn dann. Sein Duft ist einzigartig und unverkennbar, genau wie sein Lächeln. Ich verschwende keine Gedanken mehr daran, wovor ich mich in Acht nehmen wollte oder ob Dorfi irgendwas in der Vergangenheit mit mir gemacht hat, dass ich ihm einfach nicht böse sein kann, sondern genieße einfach diesen Moment. Bist du hier, um wieder mein zu sein, Suki? Bin ich das? Warum war ich hier?